Welchen Bezug haben Sie zur Kunst? Meine nächste Interviewpartnerin hat einen ganz besonderen Bezug zur Kunst, denn sie hat ihr damals aus einer schweren Phase geholfen und unterstützt sie heute auch noch in vielerlei Hinsicht. Was genau sie mit Kunst heute macht, das verrät sie uns gleich. Hier ist Carina Konrad. Hallo Carina. Hallo Alissa. Schön, dass wir über die Kunst sprechen können. Welchen Bezug hast du zur Kunst? Zur Kunst habe ich einen persönlichen Bezug, einfach weil es mein Herzthema geworden ist und ich mir überlegt habe, wie kann ich mit der Kunst noch mehr machen, als einfach nur in Anführungsstrichen Kunst, die an der Wand hängt und für sich wirkt, sondern auch die dem Menschen oder dem Betrachter noch mehr gibt. In welcher Form? Also was genau machst du? Ich kombiniere die Kunstwerke zum einen mit magischen Elementen, dann auch mit Zielbildern oder mit Wunschbildern, Zukunftsvisionen, einfach Dingen, die so soll es aussehen, wenn ich mein Ziel erreicht habe, also Herzthemen von meinen Kunden, und biete darüber hinaus dann auch noch an, dazu eine Hypnose zu schreiben, ein Coaching zum Thema zu machen oder auch wie Quantenheilung noch alles Neue, was ich jetzt noch lerne, mit einzubringen. Das ist ja wirklich wahnsinnig viel. Fangen wir nochmal an, bei dem Thema Kunst zu sprechen. Was genau kann ich denn damit alles erreichen? Sehr, sehr viel. Kunst wirkt ja als Bild direkt aufs Unterbewusstsein. Das ist nicht so wie bei Texten, die müssen erst verarbeitet werden, was man hört, liest oder sieht an Texten. Und da, wo Bilder auftreffen, das ist sofort das emotionale Zentrum. Wenn wir den ganzen Tag Nachrichten gucken, schreckliche Bilder, geht es uns innerlich sofort schlecht, wir sind betroffen. Und sobald wir im Fotoalbum blättern und sehen Momente, an die wir uns erinnern, die uns mega glücklich gemacht haben, sind wir von einer Sekunde auf die andere mega glücklich. Und das schaffen Bilder und halt noch sehr, sehr viel mehr. Jetzt hast du uns hier auch eins deiner Kunstwerke mitgebracht. Erzähl uns mal die Geschichte bitte hinter dem Kunstwerk. Die Geschichte ist spannend. Das habe ich in erster Linie für mich gemacht, das Bild. Denn das ist in einer Meditation entstanden, weil ich das Thema Sonne angefangen habe, eine Sonnenserie, und habe überlegt, wie findet man denn seine eigene Sonne? Also gerade wenn man dunkle Zeiten hat und sich finden will oder auch, für was bin ich hier? Und das Bild startet eigentlich auf dieser verkrusteten Kugel. Und dieses Wesen ist extra nur ein Wesen, weil es soll so eine Art Seele sein, die eigene Seele, die Angel in Form von so einem Bergkristall einfach mal ins Universum hängt und eine Frage stellt. So, warum bin ich da? Was will ich hier überhaupt? Und wo soll es hingehen? Und das Unterbewusstsein ist so gestrickt, je mehr wir uns fokussieren und je öfter auf eine Frage, auf ein Thema, desto eher kommt die Lösung zu uns. Das ist ein Naturgesetz, behaupte ich mal. Und vor dem Unterbewusstsein ist es bei mir in den Hypnosen so, da steht immer das Tor zum Unterbewusstsein und auch der Wächter, das ist das Auge, der aufpasst, dass da jetzt auch nichts Negatives reinkommt. Das ist bei der Hypnose sehr wichtig, dass derjenige sich auch sicher fühlt, dass er da nicht irgendwas eingepflanzt bekommt. Und dieser Adler, der symbolisiert einfach das Unterbewusstsein, das auf die Suche geht und die Frage für dich beantwortet und dir dann diesen Schlüssel quasi vor die Füße wirft, wo man dann von jetzt auf gleich so das Aha-Erlebnis hat. Und während dieser Hypnose in dem Bild, also die ich jetzt damit geschrieben habe, blättert auch so diese Kruste von diesem Planeten ab und dann entpuppt sich halt diese Sonne. Ja. Also die findet man dann auf dieser Reise in dem Bild. Das heißt, welches Ziel verfolgt dann dieses Bild? Eigentlich sich selbst zu sehen. Oft denkt man oder findet die Antwort nicht und sie ist ganz nah. Sie ist einfach nur in einer anderen Form sichtbar und es soll wirklich dazu führen, dass ich mich erkenne, meinen Weg erkenne und loslegen kann. Wie ist der Prozess, wenn du so ein Bild erstellst? Weil du hast ja gerade auch von Hypnose gesprochen. Wie genau können wir uns das vorstellen? Die Hypnose schreibe ich danach erst, aber ich habe diese Geschichte schon im Kopf. Und bei dem Bild, das mache ich nicht immer, habe ich tatsächlich auch immer in so einer Wachmeditation habe ich das Bild gestaltet. Und also oft habe ich vorher die Idee und manchmal kommen Komponenten nachträglich noch rein, die dann einfach dahin gehören. Wie das Gold war gar nicht geplant, dass da Blattgold reinkommt. Oder das magische Element, die Sigille, die kam ganz zum Schluss. Das ist das Wort Antwort als Sigille. Das soll das Ganze nochmal verstärken.
Aber du möchtest ja auch besondere Dinge bei den Kunstbetrachtern und Betrachterinnen auslösen. Das heißt, du schreibst danach eine Meditation, die sie sich anhören können, während sie das Bild betrachten? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist auch unabhängig. Ja. Das verknüpft das Ganze nur noch mal ein bisschen. Also wenn das Bild da hängt und man sieht es schon jeden Tag, erinnert es einen schon an das eigene Thema. Und die Hypnose wäre dann noch on top. Die kann man sich dann am besten im Liegen, also im Ruhezustand anhören. Das kann man auch individuell umschreiben auf das Thema, wenn es jetzt nicht gerade die Sonne finden ist, sondern eine andere Lösung oder etwas in sich finden, kann man die auch noch umschreiben. Mhm. Jetzt ist es ja so, du hast es gerade auch schon angesprochen, die Kunst hat dir damals sehr geholfen. In welcher Situation hast du dich befunden und wie hat die Kunst dir da helfen können? In dunklen Zeiten hat es schon angefangen, eigentlich auch schon davor, dass ich viel gemalt habe. Aber es war auch so, dass ich circa 20 Jahre auch selbst krank war mit Depressionen, Angstzuständen. Also ich kenne die Situationen, bevor man sich selbst verletzt oder wo es nicht mehr weitergeht, wo man auch von außen hört, da müssen sie halt mit leben oder du willst ja nur nicht oder ich wäre auch gerne den ganzen Tag zu Hause. Und ich kenne auch das Gefühl, zu Hause sein zu müssen, also die Angst, zum Briefkasten zu gehen, so der tägliche Horrorfilm im eigenen Leben. Und die Kunst war damals ein Ventil auch. Ich habe viel meine Ängste gemalt, es waren viele dunkle Bilder, das waren sehr viele Gestalten, Kreaturen, alles, was so meine Angst verkörpert hat. Und es war ein hilfreiches Ventil, das so rauszulassen. Und später hat sie mir geholfen, indem ich die Themen gewandelt habe, dass ich nicht die Angst male, sondern den Mut, die andere Seite, die helle Seite. Und während meiner ganzen Reise durch die Therapien oder die ganzen neuen Möglichkeiten, die ich gefunden habe, wie das NLP oder die ganzen Sachen, die ich jetzt selber auch nutze, hat es mich einfach bestärkt und immer wieder angefeuert, meine eigenen Bilder dann, die ich für mich erst gemalt habe. Heute hilfst du anderen Menschen. In welchen Situationen sind die Menschen? Wie hilfst du ihnen? Ganz unterschiedlich. Bei der letzten Kundin ging es um Transformation, also von der Raupe zum Schmetterling. Sie hat eine ganz neue Lebensphase begonnen und war ganz lange sehr, sehr zurückhaltend, eingepuppt, verängstigt und ist jetzt eher wie so ein Schmetterling aufgebrochen ins Leben und macht ganz viel. Und die hat dann wirklich ein Bild bekommen mit einer Frau und einer Schmetterling. Sie hat sich einen Spruch dazu ausgesucht. Und das ist so ihr Bild für ihren neuen Lebensabschnitt. Dann gibt es auch eine, die eher an ihrem Gewicht arbeitet. Also es sind auch ganz andere Themen, die mit reinspielen können. Und die haben oft auch ihre Ursache ganz woanders. Also da geht es dann nicht mehr um Essen, um Trinken, sondern da geht es um Leichen aus dem Keller zu holen von damals und sich anzugucken und zu transformieren. Jetzt bietest du ja nicht nur die Kunst an, sondern du hast es auch gerade schon mal angesprochen, dass du natürlich auch als Quantenheilerin tätig bist oder dann gerade eine Ausbildung machst. Was hast du denn alles erlernt und was bietest du an? Momentan erlernt natürlich die direkte Behandlung, die Fernbehandlung über Video oder auch einfach nur über Textchat. Das ist eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich kenne es so, dass Therapie oder Blockadenlösen erst durch den Schmerz geht, das Loslassen und dann schickt man die Energie in dieses Zukunftsbild. Und es ist immer sehr viel Arbeit und in der Quantenheilung ist es ganz leicht. Es ist sehr kurz und ich schicke einfach Aufträge raus an die höhere Intelligenz, wie auch immer man die für sich nennen mag. Und da passiert am anderen Ende teilweise sofort etwas. Also derjenige spürt es und es sind hunderte Kilometer entfernt. Wow. Und da transformiert sich was. Bei mir habe ich es auch schon erlebt, dass Sachen, an denen ich seit Monaten, Jahren arbeite, auf einmal besser wurden. Wirklich beweisbar. Ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich habe das über Wochen beobachtet und kann es nicht fassen. Das eröffnet eine ganz neue Welt, die ich auch gerne weitergebe, weil auch die Menschen, mit denen ich es gemacht habe, wirklich tolle Erfahrungen gemacht haben. Aber wie funktioniert das? Es ist sehr einfach. Ich bringe mich vorher erst noch mal in so einen ruhigen Zustand. Ich mache eine ganz kurze Meditation für mich und
Es ist bei der Selbstbehandlung so, dass ich üblicherweise einen Punkt bei mir habe und einen irgendwo im Quantenfeld und ich denke einen gewissen Satz und schicke den quasi los und mache das 3-mal, auch indem ich dann nochmal ausatme und annehme. Und es gibt da jetzt verschiedene Möglichkeiten von den Sätzen, wie ich die bilde. Es gibt auch noch, wo man einen Widerstand merkt, also wo ich dann merke, da hat der andere ein Problem, wo ich nochmal reingehen kann. Und das Ganze dauert vielleicht 10 bis 15 Minuten eine Behandlung. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Man kann es öfter wiederholen, wenn es noch nicht gleich beim ersten Mal die Wirkung hat. Das ist, grob gesagt, schon alles. Deshalb ist es so faszinierend für mich. Und es ist nicht immer ganz klar, was passiert. Man kann sich jetzt nicht wünschen, ich möchte sofort meine Kopfschmerzen gelöst haben. Das kann passieren. Aber es können auch andere Dinge dann passieren. Also es ist sehr, sehr spannend, weil man übergibt den Auftrag. Ich heile nicht, ich bin keine Heilerin. Ich übergebe das nur. Ich bin total fasziniert. Wenn wir jetzt bei dir in die Zukunft gucken, was ist da noch geplant? Welche Vision hast du auch? Ich möchte noch mehr lernen. Ich bin so fasziniert, wie viele Heilungsmöglichkeiten es gibt und wie schade es ist, dass die Dinge, die die Krankenkasse bezahlt, wirklich sehr, sehr begrenzt sind und alle auch über Jahre dauern. Es gibt da auch Ergebnisse, keine Frage, aber es ist so ein langer, schwerer Weg. Und ja, es gibt noch so viel zu entdecken. Ja. Ich will mehr lernen, mehr Menschen helfen und auch faszinierende Bilder malen. Das hast du ja heute schon gemacht. Wo bekomme ich denn deine Bilder? Sind die käuflich auch erwerblich? Ja, die sind käuflich erwerblich. Ich habe auf meiner Homepage gibt's einen Kunstkatalog, den man sich runterladen kann. Der ist verknüpft mit einer Newsletter-Anmeldung. Da sind alle Kunstwerke mit Preisen, Maßen etc. drin. Auf der Homepage selber sind die natürlich auch nochmal, aber nicht so detailliert beschrieben wie dann in dem Kunstkatalog. Du hast gerade deinen Newsletter angesprochen und da hast du ja auch noch ein besonderes Geschenk für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vorbereitet. Erzähl mal, was genau müssen die machen? Das ist ganz einfach. Wer wirklich Lust hat, mehr zu erfahren, nicht nur über Kunst, sondern auch über die ganzen Themen, die ich damit verbinde, die ich in dem Newsletter behandle, die können sich gerne anmelden. Und egal auf welchen Newsletter sie antworten, mit Shara Daily bekommen die von mir ein Überraschungsgeschenk. Das sollte man auf jeden Fall nutzen. Also Newsletter anmelden, darauf dann antworten mit Shara Daily und dann wirst du dich melden. Ja. Jetzt nochmal vielleicht abschließend die Frage Kunst. Welche Möglichkeiten oder welche Fähigkeiten hat Kunst, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest? Die Kunst hat die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, ein erfüllteres Leben zu führen. Es ist so toll, dass du die Kunst für dich entdeckt hast und dass du heute farbliche Bilder machst und so vielen anderen Menschen auch weiterhelfen kannst. Carina, ganz lieben Dank fürs Interview. Vielen Dank auch dir, Alessa.